Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In der heutigen Episode soll es um genau dieses Stück hier gehen, und zwar um den sogenannten Neckgator, Face Wrap, Recon Wrap, Buff oder Oldschool Schlauchschal. Ja, man kennt mich hier so seit Beginn an, dass ich immer dieses gute Stück trage, und ich sag mal, die Art und die Weise, wie es heutzutage genutzt wird, gerade im Militär, hat zum großen Anteil im Global War on Terror. Wir haben diese Art des, ich sage mal, Schlauchschals schon seit Jahrhunderten im Militär. Man sieht sowas schon im Ersten Weltkrieg, damals noch in vereinfachter Form, also wirklich einfach nur ein Schalelement mit der Öffnung in der Mitte. Im Zweiten Weltkrieg ganz berühmt bei der Wehrmacht ausgegeben. Hier habe ich ein Modell des Schlauchschals, ist halt ähnlich der Wehrmacht, ist aber von der NVA. Was ist hier so dieser ganz große Unterschied zu diesen modernen Neckgatern? Und zwar sind die hier deutlich elastischer als so ein Ding aus Wolle, was nur einen minimalen Stretch hat. Und hiermit, mit diesem Oldschool-Ding, kann man halt nicht so viel machen wie mit dem Neckgator. Da gibt es ganz viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Blende ich euch mal hier ein. Das ist so diese von der Infokarte von Spec Ops. Spec Ops ist so für mich im Bereich Global War on Terror der größte Anbieter für, ich sag mal, taktische Neckgator. Also im Endeffekt sind die ja identisch wie die vom zivilen Markt, nur halt eben die Farben, Tarnmuster sind halt unterschiedlich. Genau. Und sowas hier gab es denn ziemlich lange nicht mehr in der Truppe, vor allem nicht bei der Bundeswehr. Die Amerikaner hatten sowas immer noch mal auch als Neckgator geführt. Da gibt es auch ein paar frühe Bilder aus dem Afghanistan-Konflikt zum Beispiel, wo die gerade in den kälteren Jahreszeiten getragen werden. Ansonsten, wie gesagt, dieses elastische Modell, diese Multibänder sind, soweit ich jetzt herausgefunden habe, 1992 in Spanien von der Firma Buff entwickelt worden, beziehungsweise dann von dem Firmengründer. Da liegt dann der Ursprung zurück im Motorradfahren, bei den Outdoor-Aktivitäten etc., um den Halsbereich zu schützen, auch nochmal hoch unter den Helm ziehen zu können etc. Und das ist auch das, warum wir dieses gute Stück dann irgendwann wieder beim Militär finden. Was macht die Einsatzmöglichkeit dieses Tuches so besonders, gerade im Global War on Terror? Ich sage mal, mit den Hauptorten, dem Irak und Afghanistan, haben wir sehr viel Staub, sehr viel Sand, die Sonne etc. Wir haben gerade noch die frühen Phasen, wo viel noch diese dicken Schals, Pali-Tücher, Schemaks etc. getragen werden, die aber natürlich nicht so leicht sind. Es ist ziemlich viel Stoff, ziemlich viel Material, und es ist auch ein bisschen wärmer natürlich, als wenn man hier so ein schönes, kleines, dünnes Tuch hat. Dann natürlich die Anwendungsmöglichkeiten. Ich kann es einfach über den Kopf tragen, dass ich quasi nochmal ein Element habe, was Schweiß aufsaugt. Wenn ich den Helm drauf setze, sehen wir relativ häufig, gerade im Irak noch. Ich habe dann, wie jetzt hier zum Beispiel, ein Element, um meinen Mundbereich zu schützen. Zum Beispiel möglich dann bei Hubschrauberlandungen, wenn man aufsitzen will etc., dann hat man nicht gleich den ganzen Dreck im Gesicht. Oder natürlich auch als Identitätsschutz, wenn auf einmal Kameras oder sowas da sind und irgendwelche Special Forces Einheiten, wie auch immer, oder auch normale Leute ihre Identität verbergen wollen, wird das Ding vom Halstuch mal ganz schnell hochgezogen und man hat dann nochmal diesen Schutz vorm Gesicht. Dieses gute Stück, was ich jetzt hier trage, ist jetzt um die 14 Jahre alt. Das habe ich damals im DSPX in Mazar de Mallorca, also so wie die Leute von außerhalb Mazar-i-Sharif genannt haben. Man war halt einfach nur neidisch, weil es dort so viele Möglichkeiten gab und so viel mehr Luxus als woanders. Daher wurde das einfach spaßhalber so genannt, nichts abwerten oder so, einfach nur als Joke. Und damals dort gekauft, im Einsatz gar nicht so häufig getragen, weil ich mit
mehrheitlich eher in geschlossenen Fahrzeugen unterwegs war, aber so gerade Besatzungen von TPZ, Fuchs, Marder etc., die über Luke dann gefahren sind, da hatte eigentlich jeder so ein Teil. Und das ist so der Moment, wo ich sage, dass die ultra populär geworden sind, gerade durch diese Afghanistan-Geschichte innerhalb der Bundeswehr und dann ja auch immer mehr wurden. Wir sehen auch zu Zeiten von Corona, wo eine Maske getragen werden musste, also keine medizinische Maske, sind die natürlich super verbreitet. Und ich meine auch jetzt im Zuge des neuen Bekleidungskonzeptes, dass auch sowas dann an die Truppe ausgegeben wird, gibt es schon länger. Ich meine schon so 2012, 2013 hat man es beim KSK schon immer mal gesehen, dass die Dinger da dienstlich geliefert rumgeflogen sind. Und dann jetzt auch wahrscheinlich zugänglich für die breite Masse der Truppe. Ansonsten habe ich mir irgendwann nochmal irgendwo im Ausverkauf bei einem Outdoor-Shop dieses Modell hier geholt von HAD, HAD geschrieben. Die hatten halt nur zivile Modelle da, nichts in einer gedeckten Farbe, deswegen habe ich dann einfach das genommen und gesagt, okay, es geht halt immer noch. Was ist hier der Unterschied? Die haben verschiedene Versionen hergestellt. Und zwar haben wir hier noch ein Fleece-In-Teil, gerade für die kälteren Tage war das immer ganz schön, auch im Winterkampf etc., dass der Hals immer schön warm geblieben ist und man sich das Ganze nochmal zusätzlich über den Kopf ziehen konnte, Helm drüber, Peltor drüber und so nochmal ein bisschen mehr Schutz vor den äußeren Witterungseinflüssen hatte. Ja, und seitdem sind dann immer mal wieder weitere Modelle hinzugekommen. Hier auch nochmal von Spec Ops Tech, natürlich in Three Color Desert, eines meiner Lieblings-Wüstentans der US-Streitkräfte, habe ich auch schon mal in ein, zwei Videos getragen. Hier habe ich irgendwie nochmal, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, glaube ich, mal geschenkt bekommen. Auch fancy mit so ein paar spannenden Grünelementen. Ist halt für so. Und dann natürlich auch im Sportbereich, wenn man im Winter mal joggen geht oder so, einfach einen schönen Schutz am Hals zu haben. Für sowas sind die natürlich hervorragend. Öfter mal die Frage, warum trage ich dieses Tuch? Und zwar ist der ursprüngliche Gedanke auch gewesen, ich möchte meine Identität schützen. Damals Bundeswehr raus, was Neues angefangen, in einem ganz anderen Bereich, wo auch, sage ich mal, gerade so im sozialen Bereich, wo auch viele Leute arbeiten, die sehr skeptisch sind gegenüber Soldaten, Ex-Soldaten. Und wenn man dann auch noch so ein Hobby hat, wo man irgendwie Ausrüstung sammelt, andere sagen immer Horten oder, ne, da wollte ich halt nicht unbedingt negativ auffallen erstmal. So, das war so der Hauptgrund, weil ich nicht wusste, wo geht meine Reise hin? Will ich denn unbedingt, dass unbegrenzt Menschen Zugriff, die aufs Internet haben, mich irgendwie kennen oder wiedererkennen könnten? Daher kam das ursprünglich einfach mal. Zum anderen, ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ, der ständig im Mittelpunkt stehen muss. Hier natürlich durch die Sache, die ich hier mache, stehe ich es natürlich, wenn ich irgendwas vorstelle, aber ich wollte gerne, dass der Hauptfokus immer bei der Ausrüstung liegt. Klar, andere sagen, oh, ist ja lächerlich oder wie auch immer. Man kann es auch so machen, dass man nur die Hände sieht. Das ist immer so semi-gut, klar, denn ihr kennt die Detailaufnahmen, wenn ich mit meinen Händen das zeige und erkläre, aber das ist halt als ganzes Video, wäre mir das als Zuschauer zu langweilig. Ich finde es halt schon gut, wenn man irgendeine Person hat, die man mal angucken kann dabei. Und deswegen war das einfach mein persönliches Ding, wo ich sagte, mir würde es lieber so gefallen. Und genau aus dem Grund habe ich mich dann zu dieser Lösung entschieden. Andere Option wäre natürlich auch immer noch das Gesicht verpixeln, aber das geht mir persönlich noch mehr auf den Sack. So, da hätte ich auch auf die Arbeit dazu gar keinen Bock und sich das auch mal anzugucken. Mich irritiert das einfach im Gesamtbild und deswegen habe ich gedacht, okay, bevor man irgendwie das Ganze durch so einen Blur-Effekt oder sowas nochmal zerfetzt, lieber so, war für mich auf jeden Fall persönlich die beste Alternative und deswegen habe ich das so gewählt. Zum anderen habe ich mit der Zeit festgestellt, nachdem ich aufgehört habe, die Untertitel auf Englisch immer komplett selber zu schreiben, weil der zeitliche Aufwand halt immens groß war und ich das mit dem automatischen Übersetzer gemacht habe, dass das Tuch immer mal den ein oder anderen Buchstaben verschlucken lässt, weshalb das nicht so sauber arbeitet. Ich habe da einen Test gemacht, habe das nochmal ohne Tuch aufgenommen und da hat er natürlich die Wörter deutlich besser, das Mikrofon deutlich besser aufnehmen können und die Arbeit hat sich für mich
nochmal erleichtert. Deswegen zeige ich euch jetzt gleich mal die einfachste Trageweise dieses Tuches, und zwar einfach als Halstuch. Ja, so sehe ich jetzt im Großen und Ganzen aus. Der ein oder andere, der mich ja schon mal so außerhalb von YouTube kennengelernt hat, kennt mein Gesicht ja. Müsst ihr jetzt mit leben. Früher, ich glaube zu Grundausbildungszeiten, hat man mir mal gesagt, wer groß oder hässlich ist, trägt das Maschinengewehr. Weiß ich, mit 1,83 weiß ich nicht, ob ich jetzt schon zum Element der Großen zähle oder doch eher zu den Hässlichen. Aber ich muss mich dabei nicht sehen, ist wenn dann jetzt euer Problem. Aber in Zukunft werde ich jetzt die Videos immer ohne das Tuch aufnehmen. Vielleicht mache ich spaßeshalber nochmal, ich habe keine Ahnung. Aber jedenfalls ist jetzt der Moment, das Tuch ist gefallen, und ich hoffe, ich konnte damit auch die ein oder andere Frage beantworten, die zu dem Tuch mal kam. Und so soll es jetzt dementsprechend ohne Vermummung weitergehen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann sehen wir uns. Bis bald. Ciao.